Apple-Produktvideos sind eine Königsklasse für sich. Und seitdem ich das letzte Apple-Produktvideo zu den neuen AirPods Pro gesehen hatte, wollte ich unbedingt diesen Werbespot nachmachen. Daher lass uns direkt loslegen und schauen, wie gut ich mich dabei mache. Ich meine, dabei kann ja nichts schief gehen. Oder? Nein. Okay, zuerst muss natürlich das Set vorbereitet werden. Und weil das Produktvideo in einem schwarzen Raum sein soll, habe ich die Fenster abgedunkelt, den schwarzen Hintergrund vorbereitet und die Seiten mit schwarzem Molton ausgekleidet. Damit ist alles perfekt für den Dreh vorbereitet. Dann habe ich meine Blackmagic Ursa Mini Pro G2 auf meinem Edelkrone-System aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass ich ganz bestimmte Kamerabewegungen exakt und automatisch wiederholen kann. Das ist besonders dann ein Vorteil, wenn man auch vor der Kamera als Handmodel gebraucht wird. Aber eins nach dem anderen. Die Belichtung sollte sehr akzentuiert und stimmungsvoll sein. Dazu habe ich einen großen Diffusor über das Kamerabild platziert und mit 2 Strahlern von schräg oben das Set ausgeleuchtet. Zuerst brauche ich dann eine Aufnahme, wo ich meine Hand ausstrecke und die Kamera einmal weg und wieder ranfährt. Dazu habe ich geschaut, wo ich die Hand platzieren muss und mit dem Edelkrone-System habe ich dann eine Kamerafahrt programmiert. Und weil meine Hand nach 4 Tassen Kaffee ungefähr so ruhig ist wie ein Wackeldackel während eines Erdbebens, habe ich mir noch ein Stativ geschnappt, wo ich dann meinen Arm auflegen konnte. Dann hieß es nur noch Aufnahme starten, Kameraslider aktivieren und die Hand so ruhig wie möglich halten. Was mit Abstand das Schwierigste daran war. Jetzt fehlen für die Einstellung eigentlich nur noch die Apple AirPods Pro. Also einmal beide AirPods mit etwas Klebeknete auf einen elektrischen Drehteller positionieren, um davon jeweils eine 360-Grad-Aufnahme zu machen. Dann dachte ich mir, bin ich mal besonders smart und drehe die Kamera um 90 Grad, damit die etwas länglichen AirPods von einer größeren Sensorfläche aufgenommen werden können. Oder einfach gesagt, damit ich hochauflösendere Aufnahmen davon machen kann. Aber mit dem Fokus des Objektivs bin ich gar nicht so nah rangekommen, dass es tatsächlich einen Unterschied machen könnte. Also war das komplette Zeitverschwendung. Dafür hat aber das mit der Klebeknete erstaunlich gut funktioniert. Für einige andere Einstellungen wollte ich das Lichtsetup aber nochmal anpassen. Dazu habe ich den Diffusor oben entfernt und die Seiten ausgeleuchtet. Die beiden großen Diffusoren wurden wieder gleichmäßig von schräg hinten angestrahlt. Und hier habe ich gleich mehrere Aufnahmen gebraucht. Einmal wieder beide AirPod Pros, dann die unterschiedlichen Silikontipps und einmal ein AirPod Pro ohne Silikontipp. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich das Ladecase. Das Prinzip ist eigentlich wieder dasselbe. Mit einer großen Flächenleuchte belichte ich das Set von oben und das Ladecase befestige ich mit Klebeknete auf dem elektrischen Drehteller. Dann habe ich jeweils eine 360-Grad-Aufnahme von dem Case mit einem offenen und mit einem geschlossenen Deckel gemacht. Aber als ganz besonderen Moment brauchte ich noch eine Aufnahme davon, wie sich das Case schließt. Also ohne die Kamera oder das Case zu bewegen, habe ich die Klappe einmal so sanft wie möglich zufallen lassen. So kann ich das dann ohne Probleme später in der Post zusammenfügen. Hoffentlich. Produktvideos von Apple sind immer unglaublich. Produktvideos von Apple sind immer unglaublich auf die Musik abgestimmt. Daher habe ich mir zuerst ein extrem sexy Lied rausgesucht, es auf 30 Sekunden gekürzt und die wichtigsten Momente daraus markiert. Denn besondere Beats sollten immer im Bild irgendwie hervorgehoben werden. Und schon konnte ich mit der ersten Einstellung beginnen. Ich habe erstmal die Aufnahmen von meiner Hand am Anfang und am Ende ein bisschen beschleunigt. Dadurch ist das Wackeln der Hand aber extrem aufgefallen. Also musste ich das noch irgendwie stabilisieren. Dazu habe ich einmal die Hand ausgeschnitten und vom Programm automatisch stabilisieren lassen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Für die Ebene im Hintergrund musste ich dann aber noch die Hand entfernen. Und da ich gerade sowieso dabei war, habe ich auch die Stative im Bild wegretuschiert. Und so habe ich die Aufnahme deutlich verbessern können. Die AirPods habe ich dann ebenfalls erstmal zeitlich so angepasst, wie ich es haben wollte. Für die weitere Verarbeitung habe ich diese dann noch stabilisiert und anschließend noch mal eben schnell ausmaskiert. Jetzt müssen diese beiden AirPods nur noch über der Hand schweben. Also habe ich die Kamerabewegung getrackt und in einen 3D-Raum auflösen lassen. So konnte ich dann beide AirPods perfekt im Raum platzieren. Mit einer ganz leichten Rotation und einem Auf- und Abwippen habe ich dann noch Bewegung ins Bild gebracht. Zum Schluss fehlt dann eigentlich nur noch ein Schatten unter den AirPods auf der Hand. Der Hero Shot ganz am Ende war auch nochmal tricky. Einerseits brauchte ich hier wieder die beiden AirPods, die aber anders belichtet wurden. Also die AirPods wieder stabilisieren und ganz kurz ausschneiden. Das war noch der einfache Teil. Das Ladecase habe ich dann wieder zeitlich so angepasst, wie ich das für den Schnitt gebraucht habe. Anschließend musste es ebenfalls stabilisiert und ausmaskiert werden. Und jetzt kommt aber der 200 EQ-Move. Ich wollte die Belichtung auf dem Case unbedingt symmetrisch haben, aber durch die Rotationsachse und den Drehteller war das unmöglich. Also dachte ich mir, dass ich nur die eine Hälfte perfekt belichte und beim Animieren dann den Clip in der Mitte einfach spiegel. So haben wir 2 perfekt symmetrische Lichtkanten. Smart, oder? Dass sich in dem Deckel aber die Schrift auf einmal spiegelt,
ist mir leider erst in der Postproduktion aufgefallen. Aber wer achtet darauf eigentlich schon? Das wird vermutlich später sowieso alles verdeckt. So, jetzt habe ich alle Elemente vorbereitet und muss diese nur noch zusammenbauen. Zuerst habe ich das Ladecase aus der Tiefe auftauchen lassen und bis zur Endposition geführt. Anschließend habe ich die beiden AirPods im Raum animiert. Dabei habe ich aber darauf geachtet, dass die Position am Ende mit den Löchern im Case übereinstimmt. Mit einer einfachen Maske konnte ich dann die Stellen der AirPods entfernen, die in dem Case sein müssten. Jetzt muss ich nur noch den Deckel schließen. Also den Teil vom Material wieder ausgeschnitten, gespiegelt, in der Animation ausgetauscht und mit einer Maske die AirPods dahinter gesetzt. Als kleines Extra wollte ich noch die LED aufleuchten lassen. Das konnte ich super einfach mit einem grünen Kreis und mit einer sehr weichen Kante umsetzen. Die restlichen Shots waren im Vergleich dazu wirklich einfach. Meistens konnte ich einfach die bereits vorgefertigten und ausgeschnittenen AirPods einfach zeitlich neu anpassen und im Raum animieren. Nur an einer Stelle musste ich für ein Standbild den AirPod mit Silikontip austauschen, weil sich eben dieser lösen sollte. Also zuerst das Material mit dem AirPod ohne Tipp einsetzen und anschließend die ausgeschnittenen Silikontips einzeln auftauchen lassen. Sehr viel mehr war das eigentlich gar nicht. Jetzt fehlen nur noch die letzten kleinen Schritte. Das Color Grading ist dabei sehr an dem originalen Werbespot von Apple angelehnt. Nur bei der Hand am Anfang habe ich mich dazu entschieden, es nicht komplett schwarz-weiß zu machen. Ich fand einfach, dass es mit ganz dezenter Farbe deutlich interessanter aussah. Dann habe ich noch die unterschiedlichen Text- und Grafikanimationen eingefügt. Und nach einem halben Tag mit ganz wilden Experimenten habe ich auch Partikelanimationen hinbekommen, die dem Original sehr nahe kommen. Und so sieht jetzt das fertige Produktvideo im Apple-Stil aus. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. Sounded like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Let the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, oh. I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, oh. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir, wie du ganz einfach und super schnell perfekte Musik für deine Produktvideos finden kannst. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.